Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine ganz besondere Torte, die ich schon lange machen wollte. Es ist eine Blue Curacao Torte oder auch Swimmingpool Torte. Und ja, was könnte besser sein für Kindergeburtstage im Sommer oder vielleicht für eine Gartenparty im Sommer? Einen schönen Kaffeeklatsch mit der Familie. Auf jeden Fall ist es eine fantastische Torte, die besteht aus einem schönen Rührteig, einer leckeren, saftigen, fruchtigen Ananas-Vanilleschicht und obenauf dem fantastischen, wunderschönen blauen Curacao-Spiegel. Keine Angst, der ist alkoholfrei, also können auch die Kinder mitessen. Es ist eine perfekte Torte für den Kindergeburtstag im Sommer. Also wenn ihr Enkelkinder oder Kinder habt, denen ihr eine Freude machen wollt, dann müsst ihr diese Torte zubereiten. Ja, wir starten gleich in die Zubereitung des Bodens, denn dieses Mal ist es nicht mein Biskuit, sondern es ist ein schöner Rührteig mit Öl und deswegen auch besonders saftig. Und wir geben uns die Eier dafür in die Schüssel, geben eine Prise Salz hinzu und den Zucker und schlagen das Ganze jetzt sehr schaumig miteinander. So sieht die Masse bei mir nach 5 Minuten Rührzeit aus. Ihr könnt sie ruhig noch weitere 5 Minuten mit dem Handrührgerät schlagen. Wenn ihr mit der Küchenmaschine arbeitet, dann reichen vielleicht auch 5 Minuten. Aber die Masse sollte wirklich gut Stand haben und richtig schön dick sein. So, nach 10 Minuten mit dem Handrührgerät sieht jetzt das Ganze so aus. Und so sollte es auch mindestens sein. Ihr könnt ruhig auch noch weitere 5 Minuten schlagen, aber mir fällt jetzt der Arm ab. Wenn ihr mit der Küchenmaschine arbeitet, auch am besten 10 Minuten rühren lassen, dass wirklich die Masse gut Stand hat. Das ist wie bei Biskuit. Umso fluffiger wird dann am Ende euer Kuchen. Jetzt können wir uns das Öl und den Ananassaft hinzugeben und bei niedriger Stufe verrühren, dass wir uns den Fluff nicht rausschlagen. Und danach ziehen wir uns noch das Mehl unter. In der Zwischenzeit heize ich mir den Ofen auch schon mal vor, im Hintergrund auf 150 Grad Umluft. Und gebe das einfach hier gerade noch dazu, das Öl. Rühre das schon mal so ein bisschen vorsichtig unter. Gar nicht mal einschalten, ist gar nicht nötig. Damit unser Flausch jetzt nicht verloren geht. Oder Fluff, wenn ihr so wollt. Und das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Ananassaft. Da könnt ihr auch einen Spatel nehmen oder das Gerät auf niedriger Stufe laufen lassen. Aber ich möchte mir jetzt hier diese wunderschöne Masse erhalten und deswegen will ich jetzt gar nicht groß anschalten. So, und das reicht auch schon. Jetzt kommt hier noch das mit dem Backpulver vermischte Mehl drüber und dann ist unser Teig auch schon fertig und kann gebacken werden. Deswegen den Ofen auch schön vorheizen, schon früh, damit der nicht so lang stehen muss. So, mein Mehl, da kommt jetzt das Backpulver hinein. Gerade so ein bisschen vermischen, dass auch schön Luft reinkommt. Und dass das Backpulver schön mit dem Mehl verbunden ist und sich gut verteilt. Und jetzt sieben wir das hier über die Masse. So. Gerade drüber sieben. Das gibt nochmal extra Fluff. Also das Sieben möglichst nicht weglassen. Und jetzt nehmen wir uns einen Rührbesen oder einen Spatel, ganz egal, und heben das gerade unter. Ich finde immer mit Spatel geht es eigentlich doch besser. Also müsst ihr für euch herausfinden, was am besten funktioniert für euch. So lange verrühren, bis das Mehl untergehoben ist. Nicht länger, sonst wird der Teig dicht. Also rühren,
nur Ei und Zucker sehr lange und den Rest dann nur noch unterheben. Das ist das Geheimnis. So, und wenn unser Teig sozusagen gut verrührt ist, ich mache das jetzt noch gleich mit dem Spatel einmal, dann kommt er auch schon gleich in die Form und kann gebacken werden. Also noch einmal mit dem Spatel kurz unterheben, ganz sanft und vorsichtig. Ihr hört vielleicht im Hintergrund schon meinen Ofen, der vorheizt auf 150 Grad Umluft, habe ich glaube ich schon gesagt. So, den fertigen Teig geben wir uns in unsere Form, 24 cm bei mir. Eingespannt ist ein Backpapier, die Seiten sind nicht gefettet, dann kann der Teig oder die Masse besser hochsteigen. Ihr könnt auch eine 22 cm Form verwenden, dann wird die Torte natürlich etwas höher insgesamt. Und jetzt noch ein bisschen hin und her rütteln den Teig, dass er sich schön in der Form verteilt. Kurz aufstoßen, dass die Luftblasen rausgehen und dann kann das Ganze auch schon gleich gebacken werden. Ungefähr 25 Minuten, wie gesagt, bei 150 Grad Umluft. Wer kein Umluft hat, der kann natürlich 175 Grad Ober-Unterhitze verwenden. So, während jetzt unser Teig im Ofen backt, 25 Minuten haben wir Zeit, kochen wir uns einen Pudding und zwar aus dem Ananassaft. Ich habe mir den Ananassaft aufgefangen von den abgetropften Ananasringen und ihn aufgefüllt mit weiterem Ananassaft aus der Flasche bis 500 Milliliter. Und mit 100 Milliliter rühre ich mir jetzt das Puddingpulver an, gebe noch ein bisschen Zucker hinzu und koche daraus einen Pudding und rühre nachher die Ananasstückchen unter und lasse das Ganze erstmal eine Runde abkühlen. Und dann können wir es uns auch gleich auf den Boden geben, dann ist das schon fertig. Also gerade unser Puddingpulver mit dem Ananassaft anrühren. Ich gebe das hier einfach mal dazu. Hoffe, dass es nicht klumpt. Schön verrühren. Perfekt. Ja, und Zucker müsst ihr nicht dazugeben. Wenn euer Ananassaft schon gesüßt ist, braucht ihr es eigentlich nicht. Auch der Saft von den Ananas ist ja meistens schon gesüßt. Ich gebe jetzt trotzdem noch einen Esslöffel Zucker hinzu. Rühre den auch schon mal mit unter. Und sobald unser Kuchen aus dem Ofen ist und abkühlt, können wir uns dann auch den Pudding kochen. Nur vielleicht nicht allzu weit vorher, nicht, dass er dann anzieht und wir ihn gar nicht mehr auf die Torte verteilen können. Das muss ja auch dann nicht sein. Und dafür geben wir uns jetzt den Ananassaft hier in unseren Topf. Und geben den angerührten Saft dazu. Das mache ich mal unter Rühren. Damit auch wirklich nichts klumpt. Kurz auskratzen. Dann kommt auch das schöne Vanille dazu. So. Und das Ganze unterrühren. 1 Minute kochen lassen. Also erstmal erhitzen natürlich. Ja, und unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Und 1 Minute kochen lassen. So, wunderbar. Der Pudding wird dick und fängt an zu blubbern. 1 Minute jetzt und dann ihn gerade beiseite stellen und die Ananasstücke unterheben. Und dann ist auch unser Boden schon fertig. Ah, schön, wie der so blubbert, gell? Ich finde das immer genial. So. Stellen ihn gerade runter. Dann gebe ich noch gerade die Ananas hinzu. Oh, hier fällt mir alles daneben. Gerade noch unterheben. Super lecker sieht es schon aus. Und das Ganze jetzt ein bisschen abkühlen lassen und schnell den Boden rausholen. Bei mir hat der schon gepiept. So, und da ist auch schon unser schöner Boden. Und der duftet auch richtig schön nach Ananas. Den lassen wir jetzt ganz kurz 10 Minuten ungefähr in der Form abkühlen. Schneiden ihn dann raus und lassen ihn auf einem Kuchengitter ganz abkühlen. Oder zumindest, sagen wir mal, ein paar Minuten abkühlen. Es ist nicht so dramatisch, weil unser Pudding ja auch noch warm ist. Wir müssen jetzt nicht warten, bis er total kalt ist. Das ist nicht nötig, wir müssen ihn ja auch nicht schneiden. Nach ein bisschen abkühlen, man kann hier anfassen inzwischen, schneide ich mir den Boden einfach schön raus. Gerne könnt ihr das einen Tag vorher machen. Das geht auch wunderbar. Ja.
Und jetzt nehmen wir uns den Kuchen aus der Form, damit er schön abkühlen kann. Den Boden kann man jetzt auch schon von seinem Backpapier befreien. Super lecker sieht er aus. Wahnsinn. Richtig schön fluffig, saftig. Und ja, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen abkühlen. Und dann können wir ihn auch schon auf eine Tortenplatte setzen, mit dem Tortenring umschließen und auch schon den Pudding drauf füllen. So, wunderschön, der Boden ist abgekühlt. Ich habe wieder meine Tortenpappe und den Tortenretter drunter und stelle hier jetzt meinen Tortenring drum. Schön festziehen. Und schon können wir uns unsere Füllung reingeben. Die ist inzwischen auch ein bisschen abgekühlt, aber nicht zu arg, dass sie nicht schon fest ist. Sehr lecker. Super Sommer. Wahnsinn. Ich finde die Torte jetzt schon super toll. Das Ganze jetzt schön glatt streichen natürlich, dass wir auch schöne glatte Schichten haben. Oh, und das sieht einfach toll aus, diese gelbe Farbe. Wahnsinn. Richtig schön glatt. Kriegt man es nur mit dem Spatel. Also jetzt gucken, dass man wirklich auch die Ananas so ein bisschen wirklich glatt verteilt, dass die Schicht schön glatt wird. Das ist ganz wichtig, damit nachher der Anschnitt auch richtig schön gerade aussieht. Das Ganze ist glatt. Wir müssen es jetzt abkühlen lassen. Ganz wichtig, das Ganze könnt ihr auch am Vortag zubereiten. Dann ist es sowieso kalt, denn jetzt werden wir uns die Joghurtmasse zubereiten. Und die darf natürlich jetzt nicht auf die warme Schicht, sondern dafür muss das Ganze kalt sein. So, in der Zwischenzeit, während meine Torte jetzt im Tiefkühler bei mir steht für eine halbe Stunde, weiche ich mir schon mal die Gelatine ein mit kaltem Wasser. 5 Minuten muss die stehen, dann ist sie wabbelig und dann können wir sie verwenden. Ihr könnt auch stattdessen Agatine verwenden oder auch gemahlene Gelatine. Da stellen wir uns gerade beiseite zum Einweichen. Und jetzt schlagen wir uns die Sahne steif mit 2 Päckchen Vanille oder Vanillinzucker und Sahne fest. Erst anschlagen und dann erst das Sahnefest und den Vanillinzucker hinzugeben. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. So, und wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann können wir sie uns erstmal in den Kühlschrank stellen. Und in der Zeit werden wir uns die Gelatine dann mit dem Joghurt angleichen und mit dem Sirup. Jetzt gebe ich mir den Pina Colada Sirup hier in meine Schüssel, in die ich gleich auch die Gelatine geben werde. 1, 2, 7 Esslöffel. Oh, das duftet lecker. Ich sag euch, das wird die Hammer-Torte. So, inzwischen ist auch die Gelatine schön eingeweicht und wir können sie uns ausdrücken. Wichtig ist, das Wasser hier zum Einweichen wird nicht benutzt, deswegen immer schön einfach zwischen den Händen ausdrücken. Keine Angst davor. Und das geben wir uns jetzt gerade hier in den Sirup und erwärmen das zusammen. Ich mache das so, dass ich meine Gelatine immer in der Mikrowelle erwärme, ganz kurz. Und wenn ihr keine Mikrowelle habt, dann einfach in ein Töpfchen geben und gerade kurz erwärmen, nicht kochen. Die Gelatine jetzt schön in der heißen oder warmen Flüssigkeit auflösen. Jetzt ist das ja hier warm und unsere Joghurtmasse, die wir in einer anderen Schüssel schon vorbereitet haben, zweckmäßigerweise, die ist kalt. Deswegen müssen wir das Ganze angleichen wie immer. Und dazu gebe ich mir jetzt unter Rühren einfach von dem Joghurt hier in die angerührte Gelatine und verrühre das Ganze. So 3 bis 6 Esslöffel. Und immer schön schnell verrühren, damit nichts klumpt. Und so ist das Ganze jetzt wunderschön angeglichen. Also ist nur noch lauwarm, das geht jetzt. Jetzt kann ich das Ganze hier in den Joghurt rühren und das mache ich auch wieder unterrühren. Wirklich zügig rühren, sonst klumpt die ganze Sache. Gerade noch den Rest auskratzen und nochmal verrühren. So, und wenn alles so gut verrührt ist, dann können wir das Ganze in den Kühlschrank stellen zum Angelieren lassen. Also es sollte so ein bisschen fest werden. Und dann erst heben wir uns unsere Sahne darunter. Sobald unsere Joghurt-Gelatine-Masse etwas angedickt ist, also so ein bisschen dicklich geworden ist, es dauert bei mir oft nur so 10 Minuten, dann ist sie so ein bisschen
Man merkt das hier so, sie wird so ein bisschen dicklich am Rand. Das reicht schon. Dann geben wir uns die Sahne darauf und verrühren das Ganze. Also wir heben es gerade nur unter, ganz vorsichtig. So. Dass es schön sahnig luftig bleibt. Und das reicht auch schon. Nicht zu viel rühren. Die Creme können wir uns jetzt schon auf unsere erkaltete Schicht geben, Ananas-Pudding-Schicht geben. Und ja, die ist wirklich schon fest geworden. Ich hatte ja die Torte bei mir im Tiefkühler und ja, sieht gut aus. Jetzt geben wir uns unser Pina Colada Joghurt hier oben auf. Und jetzt müssen wir diese Schicht natürlich wieder glatt streichen. Voilà, sehr schön glatt. Man kann sie auch so ein bisschen glatt rütteln, das geht auch. Jetzt werden wir das Ganze wieder kühlen müssen. Erstmal, wenn ihr Zeit habt, 2 Stunden. Gerne, aber ich habe natürlich jetzt die Zeit nicht, deswegen ich werde sie mir wieder in den Tiefkühler stellen und so eine halbe Stunde warten und in der Zeit mir schon die Schicht für oben auf zubereiten und sie oben aufgeben und das Ganze dann über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. So, für den Guss schließlich habe ich mir wieder die Gelatine wie immer eingeweicht. 3 Blätter Gelatine in kaltem Wasser, bis sie einfach schön weich sind. Und die stelle ich mir gerade beiseite, wie immer. Und gebe mir hier meinen Blue Curacao. Also das ist Blue Curacao Sirup, der ist ohne Alkohol. Gebe den in das Gefäß, in dem ich später die Gelatine auflösen möchte. Also ich mache das ja in meiner Glasschüssel. Ihr könnt es auch im Topf machen. Wasser dazu. Und dann geben wir uns noch den Zucker dazu. Und das verrühren wir jetzt schon mal gerade miteinander, dass sich der Zucker schon mal auflöst, so ein bisschen. Und sobald die Gelatine fertig eingeweicht ist, können wir sie wieder ausdrücken. Und hier mit dazugeben. Das Wasser kommt weg. Und das Ganze jetzt wieder in der Mikrowelle oder auf dem Herd erwärmen. Das Ganze war bei mir jetzt 40 Sekunden in der Mikrowelle. Es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie viel Flüssigkeit dabei ist. Wenn ihr Agar-Agar benutzt oder Agatine, müsst ihr das Ganze 2 Minuten sprudelnd kochen lassen. Das ist ganz wichtig. Perfekt. Unsere Gelatine ist aufgelöst und ich denke auch der Zucker. Auf jeden Fall lassen wir das Ganze jetzt schön auf Zimmertemperatur abkühlen, nicht angelieren lassen, denn wir wollen uns das Ganze ja noch auf die Torte geben und dafür darf das auf keinen Fall schon angelieren. So, die Torte war bei mir eine halbe Stunde im Tiefkühler und die Oberfläche ist fest. Und jetzt kann ich hier meine abgekühlte Curacao-Gelatine vorsichtig drauf gießen. Die ist auch jetzt zimmerwarm. Und ich nehme am besten einen Löffel, damit wirklich alles schön gerade bleibt. Ich habe mir jetzt gerade noch umgefüllt in ein Gießkännchen, dann geht es einfacher. So. Und vorsichtig aufgießen. Perfekt. Jetzt muss der Spiegel natürlich noch anziehen und das dauert so ungefähr 2 bis 4 Stunden. Ich lasse die Torte jetzt wie immer über Nacht anziehen, dass sie komplett fest ist und dann können wir sie uns morgen final dekorieren oder auch einfach so schon servieren. Die Torte war bei mir über Nacht abgedeckt im Kühlschrank und ihr seht, sie ist wunderschön geworden. Fantastisch, dieser blaue Spiegel. Und wir holen sie uns jetzt aus der Form. Ich lasse sie ganz einfach, aber man kann sie natürlich total interessant auch noch aufpeppen. Also mit Kokosraspeln außenrum, mit Sahnedeko obendrauf, mit Limettenscheiben. Also mit was auch immer zum Sommer passt, mit tropischen Gummibärchen. Gerade für den Kindergeburtstag das noch ein bisschen bunt machen oben auf oder wirklich wie ein Swimmingpool gestalten. So ein bisschen Sand aus Biskuit an die Seite und noch ein paar Figürchen obendrauf. Also das ist eine wunderschöne Torte, die man total fantasievoll ausgestalten kann.
holen sie uns aus der Form. Vorsichtig lösen. Lasst euch dabei so ein bisschen Zeit. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just... Und da ist unsere perfekte Swimmingpool-Torte. Die sieht ja einfach hammer schön aus. Absolute Begeisterung meinerseits. Ich finde, man kann sie wirklich so lassen. Sie ist echt der Knaller. Also von den Farben her wunderbar, passt perfekt zum Sommer. Dann schneiden wir unser super Swimmingpool-Törtchen einmal an. Und da ist die Hammer-Swimmingpool-Torte. Genial, leckerer Boden, super leckere Ananasschicht, Joghurt, Ananassahne, Pina Colada Sahne und die Poolschicht. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich werde sie gleich probieren. So steht sie auch schön gerade. Heute bin ich früh dran. Jo ist noch nicht aus der Schule zurück und ich werde die Torte deswegen für euch alleine probieren. Sie ist mir umgefallen, es war aber auch nur ein dünnes Stück. Also wenn ihr sie stehen haben wollt auf dem Tisch, solltet ihr dicke Stücke rausschneiden, die etwas mehr Stand haben. Und ich probiere sie jetzt für euch. Ich bin sehr gespannt, wie diese Torte schmeckt. Ich glaube, das wird eine meiner absoluten Favoriten für den Sommer. Oh mein Gott. Alle Schichten auf einmal jetzt. Super gut. Super gut. Schmeckt total frisch nach Ananas. Super nach diesem Joghurt mit dem Pina Colada drin. Und da oben, für mich der Kracher, der Blue Curacao Spiegel, der ist wirklich sowas von lecker. Oh mein Gott. Ich würde eine Sache noch verändern. Ich würde den Boden etwas weniger dominant machen. Also vielleicht den halben Boden nur verwenden. Oder vielleicht sogar nur einen Krümelboden nehmen. Denn die Schichten, diese frischen Schichten schmecken einfach so lecker und die werden sonst so ein bisschen überlagert von dem Boden. Wäre jetzt natürlich noch gut, ich hätte noch Jos Meinung dazu, weil oft ist es so, dass ich sage, ich hätte noch das und das verbessert und die Kinder so, nee, super, schmeckt toll und so. Ich nehme jetzt mal nur den halben Boden hier. Perfekt. Mit halbem Boden perfekt. Halber Boden. Ich sag's euch. Oder No-Bake-Boden. Ansonsten absolute Begeisterung für dieses wunderschöne Rezept. Macht sie einmal nach, es lohnt sich. Das war die wunderschöne sommerliche Swimmingpool-Torte. Ein absoluter Knaller, wie ich finde. Probiert diese Torte unbedingt aus und schickt mir unbedingt eure Fotos auf Instagram am besten oder auch gerne privat per Mail. Aber auf Instagram kann ich sie dann auch teilen, das wäre besonders schön. Taggt mich unbedingt mit @sugarprincessy und alle Links dazu für Instagram findet ihr in der Infobox. Und da freue ich mich auf eure Varianten dieser Torte und bin auch gespannt, für wen ihr sie backen werdet. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden und Familie. Hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung und natürlich gerne auch einen Kommentar mit Tortenwunsch oder auch ohne, ganz wie ihr wollt. Viel Spaß beim Nachbacken und bleibt gesund. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!